Chapter 3. Factorized. Factorized? Also nicht nur die Fabrik, sondern faktorisiert? Fabriziert? Hey, produzier mich nicht. Safe, natürlich. Das sieht aus wie ein Todesloch. A huge skull. Mit Hörnern. Lucifer? Oh. A banner on a long pole. It's too old and torn to make out details. What the? Hä? Was? Wie? A banner on a long pole. It's too old and torn to make out details. Das ist doch der gleiche Raum. Huge skull. Huh. Was? What the heck? The door's firmly shut. Hey, was? Oh, das ist neu. A huge skull. With blinking eyes. Flirtest du mit mir? Ich bin doch nur ein kleiner Junge. Okay. Morsecode. Renn. Flieh. Das wird nicht gut enden. A huge skull. Was soll ich machen? A banner, a long pole that's too old and torn to make out details. Vielleicht du? To make out details. Soll ich noch irgendwas anderes anklicken? Okay. Es geht in die Brüche. Friss mich nicht. Ich bin nicht schmackhaft. Lass mich doch ein bisschen hier. Noch ein bisschen keimen. Okay. Der Teufelskreis ist schlechtes Zeichen. A large fan circulating the stuffy air. Aber wenn ich es anklicke, kann ich es anhalten. Was höre ich hier für Geräusche? It looks almost like the lights on the runway at airports. Okay. Wie du meinst. Some kind of machine. Hello! Hallo. Ja, wie geht's denn so? Schalter. Okay, das Todesloch ist geöffnet. Hey! Der kriegt doch einen guten Nudelstern dafür, oder? Hallo. Ja, hallo, hallöchen. Wer sitzt denn auf dem Klöchen? Oh. Was ist das? Achso, ein Bild? A picture of some kind of green landscape. The picture is in too bad shape to make out any details. Und wer war das? Der Boogeyman. Boogity. Was steht da? How are you? Also im Moment geht's. Nee. Also. Kling, klang, klung. Hallo, how are you? I'm doing fine, ja. Wie geht's der Frau? Wie geht's den Kindern? Ach, das sind Gitter. Ich kann ja gar nicht weiter. Looks like something used to pour out of these. Naja, das Blut kann man ja nicht die ganze Zeit ansammeln, oder? Okay, hier geht's auch nicht weiter. Da steht einer. Da steht doch einer hinten dran. Vielleicht seid ihr dort nicht drin. Nicht, dass ich hier irgendwas oder irgendjemanden reinrenne. Some kind of altar. Okay, ich habe einen Schalter gedrückt. Was hat sich getan? Oder was muss ich weiter? Okay, vielleicht muss ich die richtigen Schalter für die Gitterstäbe finden. Da ist noch ein Schalter. Ja, ich muss die richtige Tür finden. Oh. Bitte lass mich. Schalter? Nein. Der Schalter ist gedrückt. Also irgendwo hier ist eine Tür aufgegangen und da kann ich weitergehen. Aber wo lang? Wo lang nur? Zeigt mir den Weg. Habe ich hier was? Ah, ich habe einen Schalter übersehen. Das habe ich...
Ich habe den Schalter nicht gesehen. Entschuldigung. So, hier nicht. Okay, ich bin bereit. Der nächste Schrecker erfolgt sogleich. Du bist immer noch da. Irgendwas im Nebel. Eine Person im Nebel, oder ist die Person der Nebel? Da. Hallo? Achso, hier bin ich. Nein, hier geht's nicht weiter. Da, 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 da. Hier vielleicht? Haben sich hier was geöffnet? Ja! A creepy mask. Du bist doch die aus der zweiten Nacht. Nee, doch, aus der zweiten Nacht aus dem Labyrinth. Folgt mir nicht. Aha. Servus! Ja. Hast du mich gegrüßt? Hast du mich gefragt, wie es mir geht? A creepy mask. Wehe, du folgst mir jetzt. Wehe, du folgst mir jetzt. Ich trete dich an die Wand und du wirst nicht zu einem Prinzen werden, wenn du gegen die Wand klatscht. Ich verspreche es dir, das wird nicht passieren. Oh. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Okay, alles klar. Kloßbrühensoße. Du bist immer noch da. Oh, jetzt habe ich dich erst gesehen. Stand da schon länger da. Boogeyman. Was ist, wenn ich da die Tür aufmache? Rennt er da los und bricht mir das Genick? Okay, wo ist die Maske? Die Maske ist immer noch da. Okay. Okay, der Schalter ist gedrückt und der bleibt auch gedrückt. Gut. Dann gehe ich mal hier weiter. Oh, dass es hier mich stören mag. Denken wir doch einen Schalter. Ja. Okay. Die Suppe. There's a red liquid pouring out. Tomatensuppe. Ui, es ist Freitag. Oh Mann. Oh Mann. Boogeyman, du bist doch da. Okay. Achso, das ist nur Dampf. Das ist gar keine Person. Ja gut. Gut zu wissen. Also der Boogeyman, der ist noch eingesperrt. Fragt sich nur wie lange. Gut, ich kann hier durch. Ich kann hier weiter. Dann guck ich mal, ob der Schalter da ist. Hey. Ach, du liebes bisschen. Was ist das? Ich mach Schädel aus. Ich sehe Schädel. Verbrenn es mit Feuer! Okay, du bist immer noch eingesperrt. Servus! Du bleibst doch drin! Geh nicht über los, zieh keine 200 € rein. Jawohl! Wo geht's hier weiter? Ich bin so angespannt. Lala. Looks like almost the lights on the runaway on airports. Okay, ich ist der letzte Schalter. Ist der Pokémon jetzt frei? Oder ist die Pokémon-Kammer? Ich schau mal nach. Pokémon, weil da ist ein Schalter. Oh ja. Und er ist draußen. Was? Da ist auch nochmal das Symbol. Okay, alle Schalter sind gedrückt. Und jetzt raus. Oh, hi, ha, oh, hey, wer bist du denn? Hey. Hallo, Boogeyman. Lass mich los! It's funny how certain words can remain hidden from your mind.
No matter how blatant or obvious they are. Das kenne ich, mir fallen manchmal die einfachsten Wörter nicht ein. Und da brauche ich nicht mal Angst haben. One word came to me that night. Lying there in the darkness alone. Frightened. Aware of a rotten change in the atmosphere. A sickening of the air as if something had displaced it. Und der schleicht schon wieder. As I heard the first casual twist of the bed sheets below. The first anxious increase of my heartbeat at the realization that something was once again in the bottom bunk. That word, a word which had been sent into exile, filtered up through my consciousness, breaking free of all repression, gasping for air, screaming, etching and carving itself into my mind. Ghost. As this thought came to me, I noticed that my unwelcome visitor had ceased moving. The bedsheets lay calm and dormant, but they had been replaced by something far more hideous. A slow, rhythmic, rasping breath heaved and escaped from the thing below. I could imagine its chest rising and falling with each sordid, wheezing, and garbled breath. I shuddered and hoped beyond all hope that it would leave without occurrence. The house lay, as it had the previous night, in a thick blanket of darkness. Silence prevailed, all but for the perverted breath of my, as yet unseen bunkmate. I lay there terrified. I just wanted this thing to go, to leave me alone. What did it want? Then something unmistakably chilling transpired. It moved. It moved in a way different from before. When it threw itself around in the bottom bunk, it seemed unrestrained, without purpose, almost animalistic. For that thing lying there in the darkness, that thing which seemed intent on terrorizing a young boy, calmly and nonchalantly set up. Its labored breathing had become louder. Now only a mattress and a few flimsy wooden slats separated my body from the unearthly breath below. I lay there, my eyes filled with tears, a fear which mere words cannot relate to you, or anyone else coursed through my veins. I would not have believed that this fear could have been heightened, but I was so wrong. I imagined what the thing would look like, sitting there listening from below my mattress, hoping to catch the slightest hint that I was awake. Imagination then turned to an unnerving reality. It began to touch the wooden slats which my mattress sat on. It seemed to caress them carefully, running what I imagined to be fingers and hands across the surface of the wood. Ich habe ein bisschen wenig Luft in meinem Verstand. Moment mal. Da ist mir jetzt aber ein Schrei entfahren. Mir ist ein bisschen flau im Kopf. Then, with great force, it broke angrily between the two slats into the mattress. Even through the padding, it felt as though someone had visually stuck their fingers into my side. I let out an immortal cry and the wheezing shaking. Das habe ich auch. And moving thing in the bunk below replied in kind by violently vibrating the bunk as it had done the night before. Small flakes of paint powdered into my blanket from the wall as the frame of the bed scraped along it, backwards and forwards. Once again I was bathed in light, and there stood my mother, laughing, caring as she always was, with a comforting hug and calming words which eventually subdued my hysteria. Of course she asked what was wrong, but I could not say. I dared not say.
I simply said one word over and over and over again. Nightmare. This pattern of events continued for weeks, if not months. Night after night I would awaken to the sound of rustling sheets. Each time I would scream so as to not provide this abomination with time to prod and feel for me. With each cry the bed would shake violently, stopping with the arrival of my mother, who would spend the rest of the night in the bottom bunk, seemingly unaware of this sinister force torturing her son nightly. Along the way I managed to feign illness a few times and come up with other less than truthful reasons for sleeping in my parents' bed. But more often than not I would be alone for the first few hours of each night in that place. The room where the light from outside did not sit right. Alone with that thing. With time you can become desensitized to almost anything, no matter how horrific. I had come to realize that for whatever reason, this thing could not harm me when my mother was present. I am sure the same would have been said for my father. But as long as he was, waking him from sleep was almost impossible. Waking me, on the other hand, was not trouble at all, thanks to the nightmares. Chapter 4 Anger Overload. Puh, ich hätte jetzt doch nicht gedacht, dass es so lang geht, aber ich glaube, ich ziehe es durch. Ich möchte wissen, was es damit auf sich hat. Ist es der Bruder, der einfach nur im Bett unten schläft? Oder ist es vielleicht doch eine übernatürliche Gestalt? A hook hangs from the wall. A piece of meat hangs to dry from it. The painted glass depicts some religious man, I guess. What? Earthquake? Ave Maria. Ich glaube, das ist eher ein Gewitter und ein oncoming storm. The painted glass depicts a scene from the Bible. Ich kann jetzt nicht erkennen. Welche? Vater, ich möchte beichten. Ich habe das Bett genässt. Okay, ich glaube, ich gehe nochmal zurück und schau. Au, Schmina! Ich glaube, ich bleibe der Spinne fern. Jesus Criminy, das war ein Riesenteil. Various jars with this disgusting stuff inside. Hey, du hast da auch einen kaputt. Das ist wahrscheinlich das Bett, was durchgeschüttelt wird. Another one. Wir kommen der Sache näher. What the... It's a big pool, but I'd rather not use it. Lass die Augen zu. Ich gehe schon wieder. Ich lass dich in Ruhe baden. Tür oder hier den Vorhang. Öffne dich. War da gerade ein Geräusch oder habe ich das gemacht? The picture depicts a couple of men standing in front of a car. Ja, mein ganzer Stolz. Was ist das? Was ist das? Ist das ein... Nicht die Katzen! Oh, was ist da oben? Was ist das? Das ist ein Rückgrat! Hat das jemand rausgerissen? Ja, ich bin eine feige Sau! Wer was? Das ist das Ende der Welt! Zumindest von dieser kleinen Albtraumwelt. Was soll ich tun? Es ist zu. Hallo? Hey, wer kommt da? Wer kommt da aus der Dunkelheit geschlichen? Okay. Die Decke kommt runter. Die Decke fällt uns auf den Kopf. Oder ist es ein großes Maul? Wir sind gefressen. Ja genau, halt die Fresse.
Ich will nicht mit den Puppen reden. Nein, das will ich nicht. Nein, nein, nein. X. 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 Wie habe ich das Gefühl, das wiederholt sich wieder alles nur. X. X. Soll ich doch mit einem von euch reden? Einer, der hier irgendwie aus der Reihe tanzt? Jetzt habt ihr alle den Mund zu. Habt nichts mehr zu sagen, hä? Weil ich einfach weitergegangen bin. Ja, ich weiß. Ich kann gut auch Zuhörer sein. Ich nehme alles an mich auf, wie einen Schwamm. Was soll ich tun? Ist das ein Puzzle? Okay, ich möchte jetzt wieder aufwachen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun kann. Gar nicht. Oh nö! Nö! Ach nö, ach nö, ach nö, ach nö. Ich bin tot, alles klar. Nee, nein, ich bin hinüber, ich bin Hackfleisch. Kommt, ihr könnt an meinen Fingern saugen, aber nicht beißen, bitte. Was ist jetzt? Sind wir wach oder schlafen wir noch oder... What? My greatest fears were realized in the winter. The days grew short and the longer nights merely provided this wretch with more opportunities. It was a difficult time for my family. My grandmother, a wonderfully kind and gentle woman, had deteriorated greatly since the death of my grandfather. My mother was trying her best to keep her in the community as long as possible. However, dementia is a cruel and degenerative illness, robbing a person of their memories one day at a time. Soon, she recognized none of us, and it became clear that she would need to be moved from her house to a nursing home. Before she could be moved, my grandmother had a particularly difficult few nights, and my mother decided that she would stay with her. As much as I loved my grandmother and felt nothing but anguish at her illness, to this day I feel guilty that my first thoughts were not of her, but of what my nightly visitor may do should it become aware of my mother's absence. Her presence being the one thing which I was sure was protecting me from the full horror of this thing's reach. I rushed home from school that day and immediately wrenched the bed's sheets and mattress from the lower bunk, removing all of the slats and placing an old desk, a chest of drawers, and some chairs which we kept in a cupboard where the bottom bunk used to be. I told my father I was making an office, which he found adorable. But I would be damned if I'd give that thing a place to sleep for one more night. As darkness approached, I lay there knowing my mother was not in the house. I did not know what to do. My only impulse was to sneak into her jewelry box and take a small family crucifix, which I had seen there before. While my family were not very religious, at that age I still believed in God and hoped that somehow this would protect me. Also, fearful and anxious, while gripping the crucifix under my pillow tightly in one hand, sleep eventually came, and as I drifted off to dream, I hoped that I would awaken in the morning without incidents. Unfortunately, that night was the most terrifying of all. Was war das jetzt? Kapitel 6 oder 5? Chapter 5. Urban Explorer. Puh, dieses Spiel hat in sich, ich sage es euch. Und jetzt braucht man nicht mal irgendwie was mit Jumpscares, einfach nur die Atmosphäre. Es ist wirklich allein die Atmosphäre, die mir so viel Angst bereitet. It says, woof. Who lets the dogs out? Woof,
Wuff, wuff, wuff. Stacks of notebooks. A poster for a play. A bunch of school books. Oh. Gut, wir sind in der Schule. The feeling... Super, jetzt ein Text im Albtraum. The feeling that something's invading your privacy, even without ill will, is still disturbing. Jemand ist... Okay, wer du bist? You are good. Ich weiß, krieg ich einen guten Nullstern. Ich habe so lange schon überlebt. Even if you don't know why they are here, you hold the greatest amount of fear for them. Ja, ich habe keine Ahnung, wer oder was das ist. Hey! Das ist nur ein Triceratops. Kein Grund zu schreien. Meine Güte. Stack of Comic Books. Was ist das hier? Ist das ein Bathtub in the middle of the classroom? Ich dachte schon, ist das jetzt ein Grabstein? The sounds of screams are awful. They are even worse when they are your own. Ich bleib erstmal der Tür da fern. Locked. War da jemand drin? Pictures of various butterfly species. War da jemand drin? Hat er geschlafen? Oder war er tot? A writing desk with some school material on it. Writing desk with some... Da ist doch eine Notiz. Nein? A big filing cabinet. Also, ganz ehrlich, dieser Ort kommt mir noch am wenigsten unheimlich vor, weil es sieht recht normal aus. Gut, in dem Klassenzimmer war eine Badewanne gewesen, aber... Ja und? Ja und? It's locked again. Okay, vorletzte Tür, bevor ich dem Ding folge. A pile of mattresses, dirty and worn out. There's a piece of paper here. It reads, knock, knock. Wer ist da? Wer hat geklopft? Wer hat geklopft? Wer war's gewesen? Okay. Guter Witz. Guter Witz. Wird die Brandschlein erleben. Wer oder was bist du? There's a hole in the wall where roots have grown. Wer seid ihr denn? Oder eher, was seid ihr? Oh. Ja, geht hier. Macht eure Reise in den Süden. Was ist da oben? Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ist das eine Maus auf einem? Hallo? Lässt du mich bitte durch? Ich kann nicht durch. Hallo? Hallo, beweg dich mal, Kumpel! Super. Super. Hat er mich eingesperrt, die fette Sau. Also, jetzt kann ich das nochmal mit einem Knock-Knock-Joke machen. Gut. Au! Ja, hast den großen Zeh angestoßen. Okay. Alles nochmal hier triggern und den Text. Und den Knock-Knock-Joke. Jetzt bin ich hier vorbereitet. Und jetzt kann ich mir nochmal das hier im Schrank anschauen. Wer oder was ist das? Da ist doch jemand. Wer bist denn du? Oh. Knock, knock. Alter, wenn man damit nicht rechnet. Gut. Okay, da war ich ja schon drin gewesen. Dann gehe ich mal... Ah. The lock on the door is broken. I don't think I can get in there. Okay, dann folgen wir dem komischen Typen.
Hallo? Busted old machine of some sort. Oh, nicht die Leiter runter, bitte. Wie tief denn noch? Wie tief kannst du gehen? Wie tief kannst du gehen? Hä? Oh, hey, 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 hey. Lass die bunten Lichter. Ich bin nicht auf dem Drogentrip. Vielleicht wollt ihr aber was zur Beruhigung. Ne? Was für ein Kopf? Hast du Paracetamol vielleicht? Moment, ist das ein Rätsel? Wie ich zu gehen habe? Hä? Rechts herum? Oh, ich bin den richtigen Weg gelaufen. Super. Boah. Ich versuche mal zu kommunizieren. Hey, es ist ein Kind anwesend. Haltet euch mal ein bisschen zurück. Hä? Das Safe-Wort ist Banana. Ich laufe doch gerade nur wieder im Kreis, oder? Okay, okay. Doch nicht. Wer seid ihr denn, Kollegen? Hallo? Hey, 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 was soll denn das jetzt werden? Ein Opfer ist gekommen! Freut euch! Frohlocket! Wird ihr mir jetzt hier einen Dolch in die Brust rammen? Oder nur eine Spritze zur Betäubung in den Mund? Lass das den Wecker sein. Ich will jetzt kein Bild sehen, bitte. Ich habe Vorstellungen, was da jetzt passieren könnte. Aber ich will es nicht sehen. Nämlich wie die den auseinanderreißen. Also uns. Und man sieht unsere Eingeweide und alles. Was? You're awfully quiet nowadays. Is there something wrong, son? Nothing. Are you sure? Is there something wrong with your new room? Are you lonely without your brother? No. Alright then. Sag doch die Wahrheit. Dass du nicht schlafen kannst. Ich meine, wenn er sagt, es geht schon monatelang. Wie überanstrengend muss der sein. I walked gradually. The room was once again dark. As my eyes adjusted, I could gradually make out the window and the door. And the walls, some toys on a shelf, and even to this day I shudder to think of it, for there was no noise. No rustling of sheets, no movement at all. The room felt lifeless, yet not empty. The nightly visitor, that unwelcome wheezing, hate-filled thing which had terrorized me night after night, was not in the bottom bunk, it was in my bed. I opened my mouth to scream, but nothing came out. Utter terror had shaken the very sound from my voice. I lay motionless. If I could not scream, I did not want to let it know I was awake. I had not yet seen it. I could only feel it. It was obscured under my blanket. I could see its outline, and I could feel its presence, but I dared not look. Vielleicht ist es ja doch nur die Katze. The weight of its breath down on top of me, a sensation I will never forget. When I say that hours passed, I did not exaggerate. Laying there motionless in the darkness, I was ever a bit a scared and frightened young boy. If it had been during the summer months, it would have been light by then. But the grasp of winter is long and unrelenting, and I knew it would be hours before sunrise.
a sunrise which I yearned for. I was a timid child by nature, but I reached a breaking point. A moment where I could wait no more, where I could survive under this intimately divine abomination no longer. Fear can sometimes wear you out, make you threadbare, a shell of nerves leaving only the slightest trace of you behind. I had to get out of that bed. Then I remembered the crucifix. My hand still lay underneath on this pillow, but it was empty. I slowly moved my wrist around to find it, minimizing as best I could the sound and vibrations caused, but it could not be found. I had either knocked it off the top bunk, or I could not even bear to think of it, been taken from my hand. Without the crucifix, I lost any sense of hope. Even at such a young age, you can be acutely aware of what death is, and intensely frightened of it. I knew I was going to die in that bed if I lay there, dormant, passive, doing nothing. I had to leave that room behind, but how? Should I leave from the bed and hope that I make it to the door? What if it is faster than me? Or should I slowly slip out of that top bunk, hoping to not disturb my uncanny bedfellow? Realizing that it had not stirred when I moved, trying to find the crucifix, I began to have the strangest of thoughts. Was sind das für Geräusche?